Sie denken über KI-Sprachassistenten nach, aber die DSGVO macht Ihnen Sorgen? Absolut verständlich. Genau deshalb schauen wir uns heute an, wie wir bei Famulor den Datenschutz von Anfang an ins Zentrum rücken, damit Sie auf der sicheren Seite sind. Und ja, diese Sorge ist ja auch berechtigt. Auf der einen Seite hat man diese unglaublich leistungsstarke KI, die so viel kann. Auf der anderen Seite die strengen europäischen Gesetze. Passt das überhaupt zusammen? Tja, genau diese Frage stellen sich im Moment ganz viele. Und das völlig zu Recht. Wir bei Famulor sagen, das ist kein Widerspruch. Ganz im Gegenteil. Wir haben den Datenschutz einfach zu einem zentralen Feature unserer Plattform gemacht. Also, lassen Sie uns mal reinschauen, wie wir diese vermeintliche Hürde in einen echten Vorteil verwandeln. Okay, hier ist unser Fahrplan für heute. Wir klären erstmal, wie KI und Datenschutz überhaupt zusammenpassen. Dann schauen wir uns an, welche Daten es gibt, Website versus App. Ganz wichtig, Ihre Rolle bei der ganzen Sache. Dann, wer verarbeitet Ihre Daten eigentlich? Wie sichern wir die ab? Und am Ende gibt's eine knackige Checkliste für Sie. Also, legen wir los. Also Punkt 1. KI trifft auf Datenschutz. Das Wichtigste zuerst, Famulor ist eine deutsche Firma. Und das ist keine Nebensache, sondern das Fundament von allem. Das heißt, unser ganzes Denken ist von Grund auf darauf ausgerichtet, die DSGVO und das, man muss es so sagen, noch strengere deutsche Bundesdatenschutzgesetz zu erfüllen. Das ist für uns keine lästige Pflicht, das ist einfach Teil unserer DNA. So, und um da jetzt wirklich Klarheit reinzubringen, müssen wir verstehen, dass wir über zwei komplett getrennte Datenwelten sprechen. In unserer Datenschutzrichtlinie ziehen wir da eine ganz klare Linie. Und hier sehen wir das super aufgeteilt. Auf der linken Seite, das sind die Daten von unserer öffentlichen Webseite famulor.de. Also wenn Sie da rumsurfen, klassische Dinge wie Analyse-Cookies oder wenn Sie sich für den Newsletter eintragen. Rechts, das ist die wirklich interessante Seite. Das sind Ihre Daten als Kunde in der App. Anrufaufzeichnungen, CRM-Daten, die Prompts, die Sie für die KI erstellen und, um das mal klar zu sagen, diese Daten auf der rechten Seite, die behandeln wir wie einen Hochsicherheitstresor. Absolut höchstes Schutzniveau. Okay, nächster Punkt, Ihre Rolle bei der ganzen Sache. Denn laut DSGVO sind wir Partner. Und wie in jeder guten Partnerschaft gibt es klare Spielregeln. Die stehen bei uns in Auftragsverarbeitungsvertrag, kurz AVV. Und dieses Dokument ist wirklich entscheidend, weil es ganz genau festlegt, wer für was zuständig ist. Und diese Partnerschaft hat zwei ganz klare Rollen. Es gibt den Verantwortlichen und den Auftragsverarbeiter. Sie als Kunde sind der Verantwortliche. Sie sind sozusagen der Eigentümer der Daten. Sie bestimmen, was damit passiert und warum. Wir von Famulor, wir sind der Auftragsverarbeiter. Wir sind der Dienstleister, der die Daten nur nach Ihren Anweisungen verarbeitet. Nicht mehr und nicht weniger. Und hier, dieses Zitat aus unserem Vertrag, das bringt es perfekt auf den Punkt. Da steht, dass Sie als Auftraggeber allein für die Inhalte, die Konfiguration der KI und die Rechtmäßigkeit verantwortlich sind. Heißt im Klartext, wir liefern die sichere, konforme Plattform, aber Sie haben immer das Steuer in der Hand. Sie haben die Kontrolle. So, jetzt wird's spannend. Wer verarbeitet Ihre Daten denn nun eigentlich? Also, um so einen Dienst wie unseren zu betreiben, braucht es natürlich ein Team von erstklassigen Partnern. Im DSGVO-Jargon heißen die Unterauftragsverarbeiter. Und bei denen legen wir die Karten komplett offen auf den Tisch. Schauen wir uns das mal an. Hier ist eine Liste unserer wichtigsten Partner. Wir haben Amazon Web Services für das Hosting der Plattform, das ist in Frankfurt. Vercel fürs Frontend, auch in Frankfurt. Die KI-Modelle von OpenAI laufen über Microsoft Azure in der EU, zum Beispiel in Schweden. Und die Gemini-Modelle von Google laufen ebenfalls in EU-Regionen. Selbst die Zahlungen über Stripe, alles innerhalb der EU. Und genau das ist der springende Punkt. Die gesamte Kernverarbeitung Ihrer Daten findet hier bei uns statt, in der EU. Das ist für uns nicht verhandelbar. Und jetzt kommt das vielleicht wichtigste Versprechen von allen. Das ist vertraglich in Stein gemeißelt. Ihre Daten, die personenbezogenen Daten, werden nicht zum Training oder zur Verbesserung der KI-Modelle unserer Partner verwendet. Wir haben da eine Zero Data Retention oder No Training Policy. Das ist unser goldenes Versprechen und, ehrlich gesagt, ein riesiger Vertrauensbeweis für jeden, der mit KI arbeitet. Okay, Verträge sind das eine. Aber wie sieht der Schutz in der Praxis aus? Man kann es sich wirklich für eine digitale Festung vorstellen, die wir um Ihre Daten bauen. Und diese Festung stützt sich auf sogenannte technische und organisatorische Maßnahmen, kurz TOMs.
Schauen wir mal auf die Grundpfeiler. Wir haben da 4 Säulen der Datensicherheit. Erstens, sichere Einrichtungen. Wir nutzen nur Hochsicherheitsrechenzentren wie das von AWS in Frankfurt mit allem drum und dran, also auch physischen Zugangskontrollen. Zweitens, kontrollierter Systemzugriff. Das heißt, strenge Authentifizierung, klare Rollenverteilung, es kommt nur der an die Daten, der sie auch wirklich für seine Arbeit braucht. Drittens, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Egal ob Daten übertragen oder gespeichert werden, sie sind immer verschlüsselt. Immer. Und viertens, garantierte Verfügbarkeit. Durch redundante Systeme und regelmäßige Backups sorgen wir dafür, dass nichts verloren geht und alles schnell wiederhergestellt werden kann. Das macht den Schutz wirklich greifbar, oder? So, fassen wir das Ganze mal zusammen. Was müssen Sie wissen, um ganz beruhigt zu sein? Hier kommt Ihre Compliance-Checkliste. Also, was haben wir? Kerndienste und KI-Modelle? Alles in der EU gehostet. Check. Sie bekommen einen klaren Auftragsverarbeitungsvertrag? Check. Wir sind komplett transparent bei unseren Partnern in der EU? Check. Und die vertragliche Garantie. Ihre Daten werden niemals zum Trainieren von Drittanbietermodellen genutzt. Riesiger Check. Dazu kommen robuste Sicherheitsmaßnahmen auf allen Ebenen und Sie bleiben immer der Verantwortliche mit der vollen Kontrolle. Genau diese Punkte sind es, die aus einem anfänglichen „Oh, Datenschutz" ein klares „Okay, das ist sicher" machen. Und das führt uns zu dieser letzten Frage. Ist das der neue Standard für Vertrauen in KI? Wir glauben, ja. Damit KI in der Geschäftswelt wirklich erfolgreich sein kann, ist so ein Level an Transparenz und Compliance kein Nice to have. Es ist die absolute Voraussetzung. Es ist die Zukunft.